Servus, grüßt euch. Im heutigen Video, wie ihr schon am Thumbnail erkannt habt, haben wir hier einen VW Golf 7. Bei dem möchten wir ein paar Umbauten machen. Und zwar, ihr kennt bestimmt Wörthersee, das ist so ein großes VW-Treffen. Dazu soll das Fahrzeug hier umgebaut werden. Wie man sieht, er ist noch relativ im normalen Zustand, wie man das Fahrzeug von der Stange kriegt. Bei dem Fahrzeug werden einige Umbauten stattfinden. Ich möchte euch kurz erklären, was wir alles an dem Umbau machen möchten, beziehungsweise was wir an dem Fahrzeug umbauen möchten. Und dazu gehen wir mal kurz ein bisschen näher drauf ein. So, was genau haben wir mit dem Auto vor? Und zwar möchten wir heute im heutigen Video, das allererste, was wir machen, ist die Tieferlegung. Also sprich, das hier wird nachher nicht mehr so ausschauen, beziehungsweise am Ende. Wir gehen 45 mm runter. Mit was? Das zeigen wir euch gleich im Video. Und das ist so die erste Umbauarbeit, die wir an dem Fahrzeug vorhaben. Erstmal tiefer, das ist immer ganz wichtig und optisch natürlich ein großes Highlight. Dann haben wir hier die Front, auch ein wichtiges Highlight. Die Stoßstange ist jetzt Serie, ne, vom ganz normalen Golf 7. Die wird umgebaut auf eine Golf 7 GTI Variante, also sprich, der hat die Nebelscheinwerfer links und rechts in der Ecke drin, ein bisschen tiefer, schaut sportlicher aus, kriegt hier den Wabengrill oben und unten und dann ist die Front sozusagen auch schon groß verändert. An die Seite hier kommen noch die Seitenschweller vom Golf GTI und natürlich kriegt er noch schöne 18 Zoll Felgen drauf, wenn er tiefer ist und im Sommer gefahren wird. Zu guter Letzt haben wir jetzt hier noch die Heckpartie. Die Heckpartie wird natürlich auch umgebaut, also sprich, er bekommt unten einen neuen Diffusor mit einer Duplex-Anlage, also sprich, der kriegt links und rechts eine Duplex-Anlage mit Doppelrohr und einen neuen Heckdiffusor, einen sportlichen, damit das Heck natürlich auch anders da ausschaut, genauso wie oben den Heckspoiler. So, und das war jetzt mal grob zusammengefasst, was wir mit dem Auto alles vorhaben, also sprich, Umbau wird heftig. Und zum guter Letzt kommt natürlich noch das Chip-Tuning. Ich weiß noch nicht genau, wie ich euch das im Video rüberbringen kann, aber das Auto wird noch getuned, also sprich, standardmäßig haben wir hier einen 1.4er TSI-Motor mit 150 PS, 6-Gang-Getriebe und der wird dann auf ca. 190 PS und 80 Newtonmeter mehr gechippt, dass er ein bisschen pfeffiger ist sozusagen. Und ich denke, ja, das Vorher-Nachher-Ergebnis wird sich sehen lassen können. Wir fangen heute an, dazu gehen wir jetzt in die Werkstatt. Der Georg wartet schon auf uns und da würde ich sagen, bauen wir erstmal das Fahrwerk ein und dann schauen wir weiter. Servus. So, mit was wollen wir heute anfangen? Ja, fangen wir mit dem kleinsten Paket an, oder? Soll ich schon erzählen, oder was? Hier haben wir Stoßstange vorne. Hier haben wir Heckspoiler oder Heckdiffusor. Und hier ist das kleinste Paket. Wer weiß, was es ist? Die Verlegungsfedern. Hau mal rein in den Karton. Das ist die Vorderachse. Woran erkennst du das? Also mal für die Information. Erstens steht es hier VA für Vorderachse. Und zweitens steht es auch auf der Verpackung. Und hier steht es auf der Verpackung die Teilnummer. Die 146 am Ende finden wir auch an der Wir haben Feder. jetzt hier zum Beispiel 30 bis 45, also natürlich, weil sich das Fahrwerk ein bisschen setzt. Und was noch ein Hinweis ist, ist natürlich hier, steht nochmal Front drauf, ist auf Englisch. Und hier haben wir es nochmal für hinten, steht Rear drauf. Und da kann man es eigentlich wieder kennen, wo was hin wird. So, warum haben wir jetzt Vogtlandfedern genommen? Also da haben wir eigentlich gute Erfahrungen gehabt eigentlich. Gewindefahrwerk ist halt für den Alltag oder den üblichen Straßennutzer eigentlich zu viel. So, jetzt geht's los. Heben wir das Auto hoch und dann fangen wir an. So, wir fangen jetzt hinten an. Ist am einfachsten und damit fangen wir jetzt an. Um die Schrauben besser aufzukriegen, Rostfäser nehmen wir von Lubricant 0,0. Das ist
Es ist vollbracht. Die gesamte Federzeug ist raus aus dem Auto. Also die alten Federn und die alten Stoßdämpfer. Beziehungsweise die alten Stoßdämpfer werden natürlich wieder mit übernommen. Es werden ja nur die Federn getauscht. Jetzt können wir mal kurz schauen. Der Georg holt die Federn mal raus. Dann können wir mal anhalten, wie ungefähr, ja, wie viel Unterschied da an den Federn ist. Zumindest schon mal an die Hinterachse, weil die anderen müssen wir erstmal rausnehmen. Aber jetzt kann man schon mal im ausgefederten Zustand sehen, wie viel Unterschied da ist. Und das ist schon ordentlich. Also, ne? Natürlich sind die auch ein bisschen straffer gefedert, ist ja klar, ne? Weil es Tuningfeder sind. Aber das ist schon, also, da geht schon was runter, glaube ich. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Gut, wie ihr gesehen habt, die erste Feder ist schon drin. Hier kann man jetzt mal kurz anhalten, wie es ausschaut vorne. Da sieht man auch den Unterschied, ne? Den Höhenunterschied zum Tuning-Fahrwerk, sage ich mal, oder Tuning-Feder zur Fahrwerksfeder. Hier unten ist der erste schon eingebaut. Ne? Die haben wir schon draufgeschraubt. Das machen wir jetzt mit dem anderen Federbein auch. Und dann bauen wir die hinteren Federn ein und dann ist das Fahrwerk schon eingebaut an dem Auto. So, wir haben ein kleines Problem, wir müssen das Gewinde nachschneiden, weil das nicht mehr so gut ist. Und das werden wir jetzt schnell machen und dann können wir da weiter zusammenbauen. So, der Georg macht jetzt hier die letzten Handgriffe. Wie man sieht, das Fahrwerk ist jetzt verbaut. Hinten die Federn, sieht schön aus. Natürlich immer aufpassen auf die Einbaurichtung, haben wir vorhin schon mal erwähnt. Die Schrift muss nach oben zeigen, da ist auch ein Pfeil drauf, dass das halt passt dann für einen TÜV-Prüfer, weil die Anlage natürlich auch abgenommen werden muss und sonst hat man nur Probleme und das möchte man natürlich verhindern. Das Federwerk hier, das hat eine ABE, die kann man sich runterladen. Sprich, ist auch legal das Ganze, ne? Also da ist jetzt nichts Gravierendes dran und dann kann man hier das ganz normal mit dem Standardfahrwerk verbauen. Gut, das war's jetzt mal mit dem Einbau von den Federn. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dir, sagst du, was schwer oder geht? Nee, Wie immer halt, ne? Also Einbau haben wir schon so auf welche verbaut. Ja. Wenn ihr sehen wollt, wie tief das Auto kommt, dann müsst ihr euch da noch ein bisschen gedulden, weil das wird erst ganz zum Schluss kommen, wenn alles dran ist. Wenn die Stoßstange dran ist, die Heckstoßstange und wenn alles angebaut ist, dann lassen wir das Auto erst runter auf die neuen Felgen und wir müssen die Spannung ein bisschen aufrechterhalten. Genau, dann ist er bereit für Wettersee. Lasst gerne ein Like da und einen Kommentar auf jeden Fall. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch ein bisschen die Videos bewertet. Und wer Lust hat, kann ab 12 Uhr sind wir live bei Twitch, die Autowerkstatt. Jeden Samstag tun wir live schrauben. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein. Und natürlich ein Follow da lassen. Also, bis dahin, Servus. Servus. So, hier haben wir den Lukas, das ist der Chef von der Firma Auer, die Lackiererei. Sollte laut Farbcode der gleiche Farbton sein. Aber es gibt verschiedene Nuancen wieder. Es gibt eine hellere, es gibt eine dunklere, es gibt eine grünere, eine rotere und.